würde den Wagen gerne kaufen, habe aber aktuell nur 2.000 Euro. Ich besorge die restlichen 10.000 Euro innerhalb der nächsten 3 Wochen. Jetzt hatte ich natürlich auf der einen Seite die Aussicht, in 3 Wochen eine Corvette zu besitzen. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich ein kleines Problem für den Fall, dass ich die restlichen 10.000 Euro nicht auftreiben kann. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute wollte ich euch erzählen, wie ich zu meiner ersten Corvette gekommen bin. Ja, das Ganze ist natürlich schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war 2004 müsste das gewesen sein. Da war ich noch in der Ausbildung bei Mercedes-Benz hier in Koblenz. Und ich habe die Corvette schon immer ziemlich cool gefunden, aber ich kannte sie nur aus dem Internet. Also ich hatte sie nie live gesehen. Und da stand eine Corvette zum Verkauf. Und die war von einem älteren Herrn inseriert für damals 12.000 Euro. Das war natürlich für heutige Verhältnisse wäre das jetzt günstig gewesen, aber die Corvetten, die Preise, die lagen damals alle noch ein gutes Stück unter denen, wo sie heute liegen. Und es war auch ein Softnose-Bumper-Modell, das heißt, das war eine 78er. Und die Softnose-Bumper sind ja tendenziell immer etwas günstiger wie die Chromstoßstangenmodelle. Ich hatte nicht weit zu fahren, es waren nur so 5 Kilometer von mir. Und ich weiß noch, dass dieser ältere Herr, der war so über 70, ungefähr 75 vielleicht. Ja, wir sind dann zusammen nebenan zur Scheune gegangen und der Mann hat dann langsam die Tore geöffnet. Und ich konnte so langsam erkennen, was sich in der Scheune dann befindet. Ja, und auf einmal stand sie da und mir hat die Sprache verschlagen. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte auf einmal die Corvette vor mir stehen und ich hatte noch nie eine direkt vor meinen Augen gesehen und ich war erstmal geflasht. Also es war geil, was soll ich sagen. Die geschwungenen Kotflügel von vorne so nach hinten, diese Form, der Coke Bottle Shape, dass ich das erste Mal so live gesehen habe. Ich hatte auch irgendwie so Herzklopfen und ich wusste nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Ich wollte auch nichts falsch machen, wollte nichts kaputt machen an dem Auto. Und ich habe erstmal den Mann so machen lassen und habe den erstmal die Türen öffnen lassen und mir alles zeigen lassen. Ich habe mich noch nicht getraut, mich da reinzusetzen und ich habe mich dann auch erstmal so auf den Beifahrersitz gesetzt und er hat sich auf den Fahrersitz gesetzt und mir alles so gezeigt. Und ich weiß noch, dass der Wagen eine extrem außergewöhnliche Lackierung hatte. Der war in so einem Effektlack lackiert. Da hat der Mann mir auch erklärt, wie er das gemacht hat. Und es war jetzt nicht so ein Kirmeslack, wo man jetzt irgendwie gedacht hat, das ist so Glitzer und Farbverläufe, sondern es war eher halt so, dass das sehr professionell aussah. Und wir sind dann mit diesem Auto eine Runde gefahren. Also ich bin nicht damit gefahren, er ist damit gefahren, weil ich einfach überhaupt gar nicht mich getraut hätte, überhaupt damit ein paar Meter vor und zurück zu fahren. Aber es war eben auch so, dass der Wagen sehr schön auch lief und auch vom Klang natürlich das erste Mal so V8 dann zu hören. Das ist natürlich auch etwas, das kann ich jedem nur raten, das müsst ihr euch live angucken. Das ist nicht übers Internet zu vermitteln, das kann man einfach nicht beschreiben. Das muss man selber gesehen haben. Ich denke mal, viele haben es auch schon gesehen, aber ich hatte das zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war Anfang 20, ich hatte das noch nie gesehen. Und deswegen, das war einfach ein Schlüsselerlebnis bei mir im Leben. Und das war auch das Schlüsselerlebnis, was mich dann eigentlich zu dem gebracht hat, was ich eben heute auch mache. Da gibt es eben so manche Erlebnisse im Leben, die hat man einmalig und die kommen auch nicht nochmal. Und ja, deswegen bin ich euch das heute hier auch am Erzählen. Ja, als wir von der Probefahrt zurückkamen, war natürlich eine Entscheidung für mich klar. Ich muss die Corvette haben. Ich habe zu dem Mann gesagt, ich würde den Wagen gerne kaufen. Ich habe aber aktuell nur 2.000 Euro. Ich besorge die restlichen 10.000 Euro innerhalb der nächsten 3 Wochen. Hat er mich natürlich erstmal komisch angeguckt. Weil er fand ein bisschen, dass ich noch wenig Ahnung von den Corvetten habe, ein bisschen jung bin. Aber gut, er hatte scheinbar zu dem Zeitpunkt keinen direkten anderen Interessenten für den Wagen und hat sich darauf eingelassen. Jetzt hatte ich natürlich auf der einen Seite die Aussicht, in 3 Wochen eine Corvette zu besitzen. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich ein kleines Problem für den Fall, dass ich die restlichen 10.000 Euro nicht auftreiben kann. Tja, da stand ich da. Und
meine Überlegung war jetzt, das Einzige, was ich irgendwie zu Geld machen konnte zu dem Zeitpunkt, war mein damaliges Auto. Das war damals ein Alfa Spider. Der war mir aber überhaupt nicht ans Herz gewachsen, sondern den hatte ich einfach als Alltagsauto. Und ich habe natürlich geguckt, was ich dafür so kriegen könnte. Das waren aber ungefähr nur so 7.000 € waren das damals. Das heißt, da hätte ich immer noch eine Differenz von 3.000 € gehabt. Und ja, als Azubi hätte ich natürlich auch den Rest nicht so wirklich schnell beisammen bekommen. Also musste ich natürlich versuchen, diesen alten Alpha zu einem möglichst hohen Kurs zu verkaufen, damit ich nach Möglichkeit nah an diese 10.000 € rankomme. Das habe ich dann natürlich versucht. Dann habe ich den für 9.000 € oder 9.500 € inseriert. Da der Wagen aber natürlich nur so ungefähr 7 wert war, hat sich natürlich keiner darauf gemeldet. Das heißt, nach 1,5 Wochen habe ich ziemlich Angst bekommen und ich habe dann in Panik natürlich das Auto ein bisschen günstiger inseriert, habe den Wagen dann für, ich glaube dann 8.000 oder 7.500 € angeboten, damit der möglichst dann noch schnell verkauft wird. Ja, ich hatte dann natürlich ziemlich Glück, weil der Käufer hat dann den Alpha tatsächlich mitgenommen für die 7.5. Das war natürlich auch gut, weil mich direkt am nächsten Tag der Verkäufer von der Corvette anrief und fragte, wann er denn mit der Restzahlung des Geldes rechnen könnte und ob das mit dem Verkauf und der Übergabe so klappt wie geplant. Und ich konnte ihn dann natürlich beruhigen. Mir fehlten natürlich noch 2,5. Ich habe dann versucht, noch die restlichen Ersatzteile, die ich noch so übrig hatte von dem Alpha, zum einen waren das Winterreifen und noch andere Autoteile, die ich so aus der Vergangenheit hatte. Und ich musste mir letztendlich nachher noch 500 € bei einem Freund von mir leihen. Aber letztendlich habe ich das Geld eben bis gerade so zur Grenze halt auf den letzten Cent noch zusammengekratzt bekommen und bin dann damit einen Tag vor dem Ende dieser 3 Wochen zum Verkäufer gefahren und habe damit meine Corvette bezahlt. Ich hatte allerdings immer noch so Herzklopfen, habe mich nicht getraut, das Auto bis zu mir nach Hause zu fahren und der Verkäufer hat mir dann angeboten, das Auto bis zu mir rüber zu fahren und so hatte ich das Auto dann 3 Wochen später bei mir in der Garage. Ich war mir natürlich zuerst nicht ganz sicher, wie so die Nachbarn auf den Wagen reagieren würden oder auch meine Eltern, weil ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, aber nach und nach haben das eigentlich alle Leute eher positiv aufgenommen, den Wagen, und wie gesagt auch interessiert dann auch mal nachgefragt oder sich den anschauen wollen. Das war auch der Anfang von meinem Geschäft, so wie ich es heute führe, und heute bin ich bei einer neueren Corvette angekommen, das ist die C7, und zwar ist das hier die C7 Grand Sport von 2017. Die Geschichte, wie ich zu diesem Wagen gekommen bin, ist allerdings nicht so nervenaufreibend wie meine erste C3. Aber ich denke immer noch gern an die Geschichte mit meiner C3 zurück, weil das eben so der Grundstein war, wie all das und die V8 Lounge eben auch dann zu Beginn angefangen hat. Was war denn euer erstes Traumauto? Vielleicht gibt es dazu ja auch ein paar lustige Geschichten zu erzählen. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann können wir ein paar Erinnerungen miteinander teilen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann klickt einfach hier unten den Abo-Button und dann werdet ihr immer über neue Videos aus der V8 Lounge informiert. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.